Wenn man den Namen Siemensstadt hört, denkt man wahrscheinlich zuerst an die vielen Industriebauten. Es gibt aber auch 3 Wohnsiedlungen dort, die inzwischen alle unter Denkmalschutz stehen und eindrucksvoll den Wandel im Wohnungsbau in Berlin in der Zeit der Weimarer Republik aufzeigen. Moderne, bezahlbare Wohnungen im Grünen traten an die Stelle der innerstädtischen Mietskasernen und wurden zum Vorbild des sozialen Wohnungsbaus. Die bekannteste Siedlung ist sicherlich die sogenannte Ringsiedlung, die zum Weltkulturerbe der UNESCO zählt. In diesem Video möchte ich jedoch 2 Werkssiedlungen von Siemens vorstellen, die ebenfalls eine Betrachtung wert sind. Siemens war 1847 in einem Berliner Hinterhaus in Kreuzberg als Telegrafenbauanstalt von Siemens und Halske gegründet worden, hatte sich schnell zu einer der größten Elektrofirmen der Welt entwickelt und benötigte für seine Industrieanlagen immer mehr Flächen, die sich nur außerhalb der damaligen Stadt Berlin finden ließen. Daher siedelte sich Siemens ab 1897 auf den Nonnenwiesen, quasi im Niemandsland zwischen Spandau und Charlottenburg an. Verkehrstechnisch war das Areal völlig abgelegen, die nächsten Siedlungen zu Fuß nur in knapp einer Stunde zu erreichen. Dennoch entstand ein ständig wachsender neuer Stadtteil, der ab 1914 als Siemensstadt bezeichnet wurde. Auf die industrielle Entwicklung gehe ich noch in weiteren Videos ein, aber das rasante Wachstum der neuen Industriestadt erforderte, neben der Errichtung von Werksgebäuden auch die Schaffung von Wohnraum für die Werksangehörigen, die sich hier mit ihren Familien ansiedeln konnten, ebenso wie Bauten für soziale Zwecke. Zunächst förderte das Unternehmen den Wohnungsbau in der Nähe seiner Fabrikanlagen, indem es fremde Bauherren wie die Charlottenburger Baugenossenschaft finanziell und planerisch unterstützte. So entstanden beispielsweise zu Beginn des 20. Jahrhunderts 2 Wohnanlagen entlang des Nonnendamms. Nach dem Ersten Weltkrieg und nachdem seine älteren Brüder verstorben waren, übernahm Karl von Siemens, der 3. Sohn des Firmengründers Werner von Siemens, von 1919 bis 1941 das Haus Siemens als alleiniger Chef. Für ihn war die Schaffung von Wohnraum ein wesentlicher Bestandteil seiner betrieblichen Sozialpolitik. Arbeitskräfte sollten durch Betriebswohnungen fest an das Unternehmen gebunden werden. Mit dem Bau der Siedlung Siemensstadt am Ruhrdamm betätigte sich Siemens ab 1922 erstmals als Bauherr, Eigentümer und Vermieter. Die Siemens Wohnungsbaugesellschaft erwarb ein 200.000 Quadratmeter großes Areal und errichtete bis 1930 in 4 Bauphasen knapp 530 Wohnungen. Der zuständige Architekt war Hans Hertlein. 1912 war er zu Siemens gekommen und ab 1915 Leiter der gesamten Bauabteilung geworden. Seine Pläne und Entwürfe entstanden in engem Zusammenwirken mit Carl Friedrich von Siemens. Das Aufgabenspektrum Hertleins umfasste alles, was in der Siemensstadt benötigt wurde. Von Industriebauten wie Kabel-, Dynamo- und Elektromotorenwerken über Forschungslabore und Verwaltungsbauten bis hin zu Werkswohnungen und Kirchen. Der ersten Siemens-Siedlung sieht man an, dass Hertlein durch die Gartenstadtbewegung beeinflusst war. Das zeigt sich gerade im zentralen Bereich der Siedlung, eine ruhige Wohnstraße mit Reihenhäusern, die über Gärten verfügen, ein kleiner Platz in der Mitte, fast dörflich anmutend. Ein Gestaltungselement sind sogenannte Torhäuser mit Durchfahrten unter Häuserblöcken hindurch, die neugierig machen auf das, was dahinter liegt. Der kleine Turm oben ist ein weiteres Stilelement. Drumherum befinden sich Mietshäuser mit einer abwechslungsreichen, aber harmonischen Baukörper- und Fassadengestaltung, die wir einfach mal durchfahren, um einen Gesamteindruck zu erhalten. Hertlein schrieb später: Es sollte ein lebendiges Gebilde zum Wachsen kommen, wodurch ein lockeres Zusammenwirken von Straßen mit höheren dreigeschossigen Wohnbauten und solchen mit nur ein- und zweigeschossigen Gebäuden angestrebt wurde, teilweise mit einem gemütlichen, mehr dorfartigen Charakter. Hier findet man auch Schmuckelemente an den Fassaden, ähnlich wie in den Siziliengärten, über die ich bereits ein Video erstellt habe. Mehrheitlich waren die Wohnungen großzügig gestaltet, 3 bis 4 Zimmer große Wohnungen überwiegen. Die Ausstattung könnte man für damalige Verhältnisse als luxuriös bezeichnen. Es gab ein eigenes Bad, einen Garten oder Balkon, eine moderne Warmwasserversorgung und Heizung.
Um eine der begehrten Wohnungen zu erhalten, musste man von den Werks- oder Abteilungsleitungen als Mieter vorgeschlagen werden. Danach konnte man bis zu seinem Lebensende dort wohnen bleiben. Selbst Mitarbeiter, die in Pension gingen oder kündigten, behielten ihr Mietverhältnis. Am Rande der Siedlung befinden sich noch 2 freistehende Wohnblöcke, die Fassadengestaltung ist wiederum anders gehalten. Die Straßen und Plätze der Siedlung sind übrigens nach Ingenieuren, Erfindern und Physikern benannt, die maßgeblich zum Erfolg von Siemens beigetragen haben. In direkter Nachbarschaft befinden sich als Erholungsbereiche der 1947 angelegte Wilhelm von Siemens Park und die Jungfernheide. Die erste Siedlung reicht aber bei weitem nicht aus. 1914 beschäftigte Siemens über 30.000 Menschen, 1928/29 waren es schon über 60.000 in 9 großen Werkskomplexen. Weitere Wohnsiedlungen wurden geplant und errichtet. So die Großsiedlung Siemensstadt, die Ringsiedlung, die zwischen 1929 und 1934 entstand. Anders als ihr Name vermuten lässt, wurde diese nicht von Siemens errichtet, sondern war ein kommunales Wohnprojekt. Auf die Ringsiedlung gehe ich aber in einem eigenen Video ausführlich ein. Etwa zeitgleich wurde von 1929 bis 1933 die Siedlung Heimat in 3 Bauabschnitten verwirklicht. Errichtet wurden insgesamt fast 1100 Wohnungen. Architekt war wiederum Hans Hertlein. Diesmal trat Siemens aber nicht als Bauherr auf, sondern arbeitete mit bestehenden Gesellschaften zusammen, an die Baugelände zu einem eher symbolischen Preis veräußert wurde und denen man niedrig verzinste Darlehen gewährte. Als Gegenleistung erhielt Siemens das Recht, die Wohnung gegen Übernahme einer Mietbürgschaft an seine Beschäftigten vermieten zu können. Hier war es die Heimat Gemeinnützige Bau- und Siedlungs AG, eine Tochtergesellschaft des Gewerkschaftsbundes der Angestellten. Die Siedlung erhielt wie üblich den Namen der Bauherrin. An einem Torbogen sieht man das Logo der Gesellschaft als Relief. Es zeigt ein idyllisches kleines Häuschen. Dieses Versprechen konnte die Siedlung allerdings nicht einlösen. Die damaligen Anforderungen an eine Arbeitersiedlung und an Funktionalität standen im Vordergrund. Hier findet man Zeilenbauten mit 3 und 4 Etagen, die den Ideen des neuen Bauens folgen, mit klaren Grundrissen, Querlüftung und Besonnung durch Nord-Süd-Ausrichtung der Wohnzeilen, Sparsamkeit und Rationalität in der Bauweise. Die Wohnungen sind mit 1,5 bis 3 Zimmern eher klein bis mittelgroß gehalten und haben variierende Grundrisse. Dennoch hat Hertlein versucht, den Siemens-Mitarbeitern eine Heimat zu schaffen. Er nutzte die örtlichen Gegebenheiten und legte geschwungene Straßen an und schuf kleine Platzanlagen. Zwischen den Häuserzeilen befinden sich großzügige Grünbereiche, gestaltet von dem Gartenarchitekten Georg Kneower. Um eine Geschlossenheit und Intimität der Siedlung hat er an 3 Stellen Straßen mit Wohngebäuden erbaut und Torsituationen geschaffen. Mit ihren langgezogenen Satteldächern wirkt Hertleins Siedlung deutlich konservativer als die benachbarte Siedlung der Moderne. Nur am Quellweg hat Hertlein sich angepasst, dort Flachdächer gewählt und auch die Fassaden sehen mehr nach Moderne aus. Insgesamt sind die Häuser schlicht gehalten, zumeist weiß verputzt. Einige Eingänge zeigen noch die ursprüngliche, abwechslungsreich gestaltete Backsteinumrahmung. Die Fassaden erhalten Gliederung und Rhythmus durch die unterschiedlichen Fenstergrößen von Wohnzimmer, Bad und Treppenhaus. Die Siedlungen von Hans Hertlein bieten auch heute noch Wohnqualität in einer grünen Umgebung. Wer möchte, kann seine Siedlung gerne mit der weitaus bekannteren Ringsiedlung vergleichen und für sich entscheiden, welche ihm besser gefällt. Das Ergebnis würde mich interessieren. Darüber hinaus befinden sich noch 3 markante Gebäude von Hertlein in der Siedlung, die durch ihre Siemens-typische Ziegelarchitektur auffallen. Auf diese Gebäude werde ich in einem nächsten Video eingehen. Bis dahin wünsche ich alles Gute und wie immer bin ich dankbar für Kommentare, Rückmeldungen und jede Art der Unterstützung meines Kanals.